Hallo, hier ist Meini. In diesem Video zeige ich euch, wie man eine Wildjus richtig ansetzt und gebe euch Tipps und Tricks, wie das auch bei euch zu 100% gelingen wird. So eine edle Bratensoße ist das A und O bei einem tollen Wildgericht, vor allem wenn du es einfrieren und nach Bedarf verwenden willst. So, los geht's, fangen wir an. Hier habe ich 4 Kilogramm fleischige Reh- und Hirschknochen. Wenn ihr die Knochen noch etwas kleiner bestellen könnt, ist es besser, weil viele kleine Knochen mehr Oberfläche haben als nur ein großer Knochen. Mehr Oberfläche bedeutet auch mehr Röststoffe und somit mehr Geschmack. Wenn du mehr von solchen Videos sehen willst, würde ich mich über ein Abo freuen. Jetzt röste ich die Knochen in mehreren Durchgängen in etwas Öl an. Warum in mehreren Durchgängen? Weil sie schön rösten müssen und mein Topf dafür zu wenig Fläche bietet. Natürlich könnt ihr sie auch im Backofen rösten. Wie das geht, habe ich in dem oben eingeblendeten Video gezeigt, wo ich den Weg von einer braunen Brühe bis hin zu einer Grand Jus zeige, also die edelste Bratensoße, die es gibt. Zurück zu meiner Wildjus. Nachdem alle Knochen schön dunkel geröstet sind, lösche ich sie ein paar Mal mit Weißwein ab. Ihr könnt auch mit Rotwein ablöschen, nehme dann die Knochen aus dem Topf raus, gebe 3 mittelgroße Zwiebeln, die ich ebenfalls etwas klein geschnitten habe, mit Schale einfach rein und röste sie auch ein paar Minuten, bis ich 2 klein geschnittene Karotten, etwa 150 Gramm Sellerie und ein fingerlanges Stück von klein geschnittenem Lauch dazugebe und alles miteinander weiter röste. Zwischendurch könnt ihr auch das Röstgemüse mit Weißwein ablöschen und die Flüssigkeit verdampfen lassen. Dieses Röstgemüse nennt man auf Französisch Mirepoix. Zum Mirepoix gebe ich dann noch 2 bis 3 Esslöffel Tomatenmark hinzu und röste das Ganze schön weiter an. Dann gebe ich die fleischigen Knochen in den Topf rein und fülle das Ganze mit kaltem Wasser auf. Anschließend kommen dann noch ein paar Knoblauchzehe rein, Pfefferkörner rein, Wacholderbeeren dürfen beim Wild nicht fehlen, genauso wie Rosmarin und Thymian. Die Fett- und Trübstoffe degrassieren wir immer mal wieder und köcheln die Soße für 3 bis 5 Stunden ein. Nachdem die meiste Flüssigkeit verdampft ist, passieren wir die übrig gebliebene Soße durch ein Passiertuch durch und erhalten unsere finale Jus, die eigentlich nur abgebunden werden muss. Für viele Köche ist das jetzt quasi das Ende. Aus ganz alten Lehrbüchern habe ich für mich herausgenommen, dass die Knochen und die Topfränder noch voller Röststoffe sind, die man nochmal abspülen kann und diese Flüssigkeit zu der Jus dazugeben kann. Und genau das mache ich jetzt. Natürlich wird die Jus dadurch etwas verdünnt, aber sie kommt jetzt wieder auf den Herd und wird wieder nochmal einreduziert, damit mehr Geschmack in weniger Flüssigkeit zustande kommt. Also nochmal 1 bis 2 Stunden köcheln lassen. Am Ende wird die Jus eine Konsistenz erreichen, die man nicht mehr unbedingt abbinden muss. Falls doch, kann man zum Beispiel die gekochten Möhren rein pürieren oder Bindemittel verwenden. Schaut euch das mal an, wie es am nächsten Tag aussieht. Schaut mal, wie fest die Jus geworden ist. Das liegt an dem ganzen Kollagen, das ausgetreten ist und die Jus so fest gemacht hat. Jetzt verteile ich die Jus in Tütchen und friere sie mir weg, damit ich später noch etwas davon habe. Im nächsten Video zeige ich euch dann, für welches Gericht ich diese Jus verwendet habe. Schaut also das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt: Hallo, hier ist Meini.